Hunde der Rasse Shar-Pei wirken auf viele niedlich und lustig wegen ihrer faltigen Haut. Doch ein Mensch mit solchen Falten, vor allem ein Kind, würde wohl jeden schockieren. Als also eine junge Frau ein Baby mit überschüssiger Haut zur Welt brachte, waren die eigenen Eltern zutiefst erschüttert. Was soll man dazu sagen? Dieser Junge war definitiv anders als die anderen, und sowohl die Ärzte als auch die Mutter waren schockiert, als sie das Neugeborene sahen. Fast alle internationalen Medien berichteten über ihn. Die Ärzte taten alles, um dem Kind eine Chance zu geben. Der kleine Tom wurde mit überschüssiger Haut geboren, weshalb er sofort als Shar-Pei-Junge bezeichnet wurde. Mediziner sagen, dass dies der erste derartige Fall in der Praxis war. Niemand war je zuvor auf so etwas gestoßen. Bereits während der Schwangerschaft seiner Mutter hatten sie bei Ultraschalluntersuchungen diese Anomalie entdeckt und die werdenden Eltern natürlich darauf hingewiesen. Doch weder die Eltern noch die Ärzte verstanden vollständig, welche Risiken diese Anomalie mit sich brachte. Der Vater des Jungen erzählte später Journalisten, dass sie und seine Frau noch vor der Geburt heftig über das Thema diskutiert hatten. Die Ärzte hatten sogar auf einen Schwangerschaftsabbruch angespielt und das Ehepaar hatte hitzige Debatten geführt. Am Ende entschieden sie sich dafür, es auf sich zukommen zu lassen. Abgesehen von den zahlreichen Hautfalten hatte das Kind keine weiteren Pathologien. Die Eltern bemerkten, dass ihr Sohn ein völlig normales Kind war, doch die Ähnlichkeit mit einem Shar-Pei-Hund war unübersehbar. Forscher vermuteten einen Zusammenhang und begannen, in diese Richtung zu suchen. Die Antwort war überraschend. Sowohl der Shar-Pei als auch Tom hatten etwas gemeinsam, nämlich eine 100-fach erhöhte Konzentration von Hyaluronsäure in der Haut. Die Ärzte gingen davon aus, dass der Säurespiegel mit dem Alter sinken und sich die Haut dadurch glätten würde. Und tatsächlich, mit den Jahren wurden die tiefen Falten auf Toms Körper immer weniger. Doch seine ungewöhnliche Erscheinung prägte seine Kindheit. Die Eltern mussten mehr Zeit in die Pflege seiner Haut investieren. Außerdem musste der Junge regelmäßig Untersuchungen und bestimmte Behandlungen über sich ergehen lassen. Und natürlich blieb er in der Schule nicht von Hänseleien verschont. Doch obwohl es nicht leicht für ihn war, ertrug Tom alles mit großer Tapferkeit. Wenn andere Kinder nicht mit ihm spielen wollten, wurde er nicht mürrisch oder verbittert. Stattdessen versuchte er immer wieder, Freundschaften zu schließen und gab nicht auf. Nach und nach fand er schließlich einen Weg, mit seinen Klassenkameraden klarzukommen und gewann mit der Zeit sogar ihren Respekt, auch wenn es Jahre dauerte. Es war auch für uns nicht einfach, erinnert sich Debbies, Toms Mutter. Einmal, als Tom noch klein war, ging ich mit ihm in eine Bäckerei. Eine fremde Frau, überrascht von seinem Aussehen, kam auf uns zu, musterte ihn genau und sagte mir, ich solle so ein Kind nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Man müsse ihn verstecken, ihn nicht rauslassen. Das hat mich damals sehr wütend und verletzt gemacht. Ich war so perplex, dass ich nicht einmal wusste, was ich antworten sollte. Die Eltern sagten Tom immer, wie wichtig es sei, sich so zu akzeptieren, wie man ist, und sich nicht von bösen Worten unterkriegen zu lassen. Wir haben ihm erklärt, dass wahre Schönheit von innen kommt, erzählte Debbie den Journalisten. Mit 10 Jahren sah Tom fast wie ein ganz normaler Junge aus. Dank der Bemühungen seiner Eltern hat er ein gesundes Selbstwertgefühl und eine starke Psyche entwickelt. Es kümmert mich nicht, was andere über mein Aussehen denken. Das geht sie nichts an, sagte Tom zu Journalisten, wenn sie ihn danach fragten. Trotz seiner Besonderheiten lernte er, sie zu ignorieren und wuchs zu einem kontaktfreudigen und positiven Menschen heran. 30 Jahre später ist er ein ganz normaler Mann, der sein Glück gefunden hat. Als soziale Medien aufkamen, erstellte Tom kein Profil, um sein Leben nicht zur Schau zu stellen. Auf Fotos würde niemand vermuten, dass er einmal wie ein Shar-Pei ausgesehen hatte. Als Tom älter wurde, konzentrierte er sich auf seine Karriere und sein Privatleben. Er entschied sich für einen Beruf, in dem er Menschen helfen konnte, und wurde Psychologe. Seine eigenen Erfahrungen und überwundenen Schwierigkeiten halfen ihm, Empathie und Verständnis für andere zu entwickeln, was ihn zu einem hervorragenden Fachmann machte. Tom erkannte auch, wie wichtig Unterstützung und Akzeptanz sind. Er teilte seine Erfahrungen oft mit Kindern und Jugendlichen, die mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen hatten. In seinem Privatleben lief alles gut. Er traf Hannah, eine Frau, die ihn so akzeptierte, wie er war, und ihn in allem unterstützte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.